52 fürs Protokoll. Der Schlagbaum geht auf, wir fahren jetzt nach Russland rein, wir sind jetzt seit Ewigkeiten da gewesen. Also 1 Uhr, da sind wir über die russische Grenze. Danach war die Straße ein ganzes Stück lang, gut 2-3 Kilometer. Und dann ging es auf so einen Feldweg über. Und da haben wir sofort nach links abgebogen und vor so einer Kaserne auf dem Tisch geschlafen. Ich glaube um 19 Uhr, 21 Uhr sind wir rein. Übel. Was man da vielleicht eigentlich jetzt gar nicht so sieht oder was gar nicht rüberkommt, ist die Tatsache, dass wir da morgens 4:30 Uhr beim Genghis Khan losgefahren sind oder aufgestanden sind. Ja. Und kurz vor 6 sind wir losgefahren. Und dann ist kurz nach Mitternacht, am nächsten Tag wohlgemerkt, wir haben immer noch nicht geschlafen, den ganzen Tag nur Moped gefahren, fast nichts gefressen. Und dann stehst du da und siehst, da gibt es kein Restaurant, da gibt es kein Hotel, da gibt es keine Pension, nicht mal was zum Saufen. Nicht einmal Zeltplatz. Wir sind in Russland. Ja, und dann gleich der erste Reifen, der kaputt war, ne? Vom Auspuff aufgebrannt. Dann nimmst du den Spare-Reifen mit, ist er verbrannt. War ein Loch im Mus und im Reifen. Schön sauber durchbrannt. Ja. Und das erste Mal hinbekommen. Bist begnadeter Reifenbrenner. Ja, und das Händewaschen, die haben wir nicht mal fließend Wasser gehabt. Ja. Da war einfach so ein Behälter, da war das Wasser drin, wie so eine Melkkuh, hast dich gewaschen und fertig. Also nur zur Information, den Jungs ist die Vorderachse an ihrem Auto gebrochen, das war vielleicht vor 25 Kilometern, da sind wir vorbeigefahren. Wir haben denen jetzt mal ein Bier gegeben, damit sie wieder ein wenig entspannter sind. Das ist der Ivan und der Wofka. Ja, wir müssen aber weiter, weil ich weiß nicht, wie wir die mitnehmen sollen. Ja, und kurz vor dem Bikersee ging es dann wieder mal ein bisschen auf Asphalt. Einen Meter Strecke machen. Ich muss sagen, die Landschaft war richtig geil darüber. Mongolei, Russland, die Grenze, danach nach der Grenze war richtig, ja, ich sage mal fordernd. Da waren schon noch ein paar spezielle Abschnitte drin, die ständige Konzentration angefordert haben. Und mit einem schweren Böck war das gar nicht so einfach, da durchzufahren. Ja, da haben wir uns gefreut, ne? Ja. Endlich an dem Riesensee. Der Gesa ist da, den haben wir da getroffen, ein Kunde von mir, der mit seinem Boxer unterwegs war. Und haben dann auch an dem See auf so einem privaten FKK-Strand. Und die hat nachher noch gestrippt für uns, die Dame. Genau. So, guten Morgen. Nachdem ich da war ich da, habe mich gewäscht. Und jetzt geht's weiter mit den Bikes Richtung Road of Bones. Ja, danach in Irkutsk haben wir uns erstmal Handykarten geholt. Flatrate ist echt schwierig in so einem Land, ohne dass man ein einheimisches Netz hat. Wir sind dann ja schon so oft drüben gewesen, dass wir gemeldet waren und konnten mit unserem Personalausweis oder Reisepass einfach wieder eine Handykarte kaufen. Also wenn man einmal durch hat, das Prozedere, ist das nicht mehr so problematisch. Und vom Datenvolumen ist es total billig da drüben. Kann man gar nichts sagen. Ne? Ja. Und das Geile ist, du kannst in jeder Tankstelle die Dinger aufladen. Ja. Gibt es überall Automaten, gibst deine PIN ein und deine Telefonnummer und schmeißt die Kohle rein, dann ist automatisch die Karte. Kommunizierst rein, nur noch per WhatsApp oder irgend sowas und nichts mehr Festnetztelefonie und so ein Scheißdreck. So, gut ausgeschlafen, frisch gewaschen, frisch geduscht, Zähne geputzt, heißen Kaffee getrunken. Lügst Zähne geputzt. Schlecht rasiert. Du bist gar nicht rasiert, weißt du, ja, guck wieder mal. Ja. Heute geht's Tag Nummer 4, morgen wieder 470 Kilometer mindestens vor uns und wir denken, das geht jetzt gerade so weiter, wie es gestern noch aufgehört hat. Also es wird wieder ein geiler Tag. Bis demnächst, ciao.
Ja, und dann Roll of Bones, die ersten Meter, also es zieht sich echt lange hin und es sind ewig lange Geraden und kannst trotzdem nicht unkonzentriert fahren. Immer gucken, dass da kein Schlagloch ist oder an der Brücke irgendein Balken fehlt oder dass irgendwo ein Panzer rauskommt oder ein LKW. Wahnsinn, und das hatte ich sowas in der Birne müde und matschig gemacht, also mir ging es auf jeden Fall so. Ja, ständig irgendwie komplett mit vollem Hirn fahren. Das war mental anstrengender als körperlich, wobei die körperlichen Sektionen ja noch kommen sind. Geschwindigkeiten 130, 135 ist am ruhigsten gewesen. Ja, die haben wir schon häufig drauf gehabt. Die ersten 100 Kilometer an unserem vierten Tag. Genau. Und Walter Kolbert Tag 6 haben wir gemacht. Das ist sehr abenteuerlich in beide Richtungen. Also ich sag mal Straßenzustand Dresden 45. Wir haben uns einen Aussichtsturm angehalten. Also ich würde sagen, der ist sauhoch. Da muss man aber nicht rauf. Die Mopeds leben zum Glück noch. Ja, was man aber sagen muss, die Fahrwerke sind so sagenhaft, die stecken den scheiß Belag, den wir hier haben. Das ist ja gar kein Belag, die ganzen Schlaglöcher. Wirklich tadellos weg. Also Affenhart. 1200er GS wünsche ich mir jetzt nicht gerade. Nee. Nicht wirklich. Nee. Ja, jetzt machen wir eine kurze Pause und dann schauen wir, dass wir weiterkommen. So kommt man natürlich auch ans Ziel. Also der fährt wahrscheinlich 25 km/h und das über 400 Kilometer. Da ist unsere Alternative schon besser. LKWs waren es bestimmt auch 4, 5, was wir gesehen haben, die kaputt waren. Und wer bei uns mal eine Busreise macht, der kann sich sowas nicht vorstellen, dass man in so einem Bus reist. Also ich denke, das ist nicht so komfortabel wie bei uns. Da sind wir jetzt an das Buschfeuer hingekommen, diesen Waldbrand. Ja. Abartig. Da haben wir erst mal überlegt, ob wir weiterfahren. Ne? Vor allem die Vorstellung, dass da Waldbrände gibt in der Größenordnung, obwohl es da kalt war, da hat es geregnet, da war nass und da brennen die Wälder, aber in so einem Umfang. Ja, die Jungs, die wir getroffen haben mit ihrem Panzer, die da die Gasleitung oder was legen. Ein Geologe, einer, der das Fahrzeug führt und einer, der die Mechanik versenken kann. Oder kurz darauf der Weltreisende mit seiner Honda oder was das war, dem wir den Sturzbügel hinten gerade gebogen haben. Und dann auch immer wieder LKWs, die sich gegenseitig bergen. Gibt es bei uns ja auch so, ne, da passiert sowas, dann würden sich gar nicht helfen, weil allein aus versicherungstechnischen Gründen wird keiner dem anderen helfen. Die sagen, alle ruft den ADAC an. Ne? Ja, da drüben mit ankalten, Seil raus und los. Ja, Severer Baikal, das war ja der östlichste Punkt oben, der nordöstlichste Punkt. Ja, das ist dann nochmal 3 Stunden gewesen am See entlang. Aber es ist quasi das untere Ende vom See, das kalte Ende. Da war es am Morgen schon recht kalt. War aber eine ganz gute Location. Konnten wir auch mal ein bisschen über die Mopeds schauen, mal mit Wasser wegen die Kühler sauber machen. Dann ein paar Schrauben nachziehen, ein bisschen was festmachen. Ein paar, fast alle. Unser Hausherr, der hilft uns hier beim Reparieren und bei der Wartung. Die Garage zur Verfügung stellt, Werkzeug, Material, Wasserschlauch. Und heute Nacht wird man bei ihm mal die Motorräder abstellen in der verschlossenen Garage. Dann wird man nachher noch eine Flasche Wodka oder sowas besorgen und mit bedanken drehen. Was meinst du, Manuel? Ich habe dich nicht verstanden, aber es wird. Das Kaffee haben wir da, also haben wir oben gegessen und getrunken. War von der Location schon was ganz Besonderes. Wie das andere eigentlich ich? Ja, so siehst du von hinten aus. Ehrlich? Kaffee trinken am Morgen, die Aussicht war geil. Ja. Das Bild wäre auch sowas für so ein riesen Poster. So, guten Morgen am nördlichsten Punkt des Baikalsees. Da drüben haben wir gestern zu Abend gegessen. Und hier in einem schicken Hotel haben wir übernachtet. Und da genießen wir gerade unseren Kaffee. Daumen hoch, Jörg.
Ja, ist toll hier, macht richtig Spaß. Optimal. Jetzt geht's weiter, 420 Kilometer Offroad. Jetzt kommen wir der Wiening-Brücke immer näher. Das war die Tankstelle, die zu war, ne? Ja, und dann bist du zum Kohle holen gegangen und hast mich allein mit dem Besoffenen gelassen. Die haben mir ein bisschen Angst gemacht. Ja, die haben dir so Angst gemacht. Ja, ich war da völlig fertig. Du hast der Kreditkarte ja opfern können. Die Infrastruktur sieht ein wenig anders aus wie bei uns. Das sind so Geschäfte, wir sind gerade in der Einkaufsmeile, Shopping Mile. Machen unsere Mittagspause hier. So Bonbons haben wir gekauft. Bonbons, Kaba, Bananen. Alles, was eigentlich nicht wirklich gesund ist, aber verpackt war. Also, wir leben schon gesund, ne? Bei uns selten, dass tagsüber die Leute mit der Schnapsflasche in der Hand rumlatschen. Ist auch besser so, oder? Fangen wir mal an mit 450 Kilometern, unfahrbare Straße.